Die IT ist massiv im Umbruch und Infrastrukturverantwortliche hängen derzeit irgendwo zwischen VMware ist zu teuer, Cloud ist zu teuer und bleiben unsere Daten jetzt eigentlich garantiert in Deutschland oder nicht? Und irgendwo in diesem technischen Potpourri ploppen dann auch noch die eigenen User auf und fordern plötzlich GPU-Ressourcen im Server, um AI machen zu können. Kurze News für die zwar in der IT arbeiten, aber die letzten 1,5 Jahre in einem Wachkoma verbracht haben. VMware wurde an ein Startup aus San Jose in Kalifornien verkauft. Wartet? Broadcom. Nie gehört. Spaß beiseite. Der Verkauf von VMware an Broadcom hat 2023 natürlich ziemliche Wellen geschlagen, die bis heute nachbeben. Und zwar nicht einmal wegen des Verkaufs direkt, sowas interessiert ja im Allgemeinen eher Medien und Aktionäre, weniger die Nutzer, sondern vielmehr wegen der damit einhergehenden Änderung der Lizenzbedingungen, weil viele kleine Partner über die Klinge springen mussten und vor allem natürlich auch der Preise. Da wir als gebürtige HPCler und Open-Source-Menschen mit VMware schon in der Vergangenheit extrem wenig Kontaktpunkte hatten, ist uns anfangs gar nicht klar geworden, wie gravierend die Änderungen für viele von euch waren. Aber wenn man mal ein wenig die Ohren auf die Schienen legt, hört man bis zur 15-fachen Preissteigerung. Das können nicht nur schnell sechsstellige Beträge werden, es sind vor allem Beträge, die für viele Unternehmen, Unis oder Forschungsinstitute im laufenden IT-Budget gar nicht eingeplant waren. Und während diese Krise noch im vollen Gange ist, hat sich in den letzten Monaten quasi parallel noch die geopolitische Situation rasant verändert. Digitale Souveränität, eine Formulierung, die man bis vor kurzem noch mit wenig Aufwand als Kampfbegriff einer antikapitalistischen Open-Source-Szene abtun konnte, findet sich auf einmal in ersten Business-Continuity-Evaluationen großer europäischer Unternehmen und Institutionen wieder. Auch solchen, die sehr compliance-getrieben sind. Fast kann man sagen, gerade solchen, die sehr compliance-getrieben sind. Die Frage, die sie beschäftigt, was passiert eigentlich, wenn Microsoft nicht nur den Account des Chefanklägers vom Internationalen Strafgerichtshof sperrt? Oder wenn die Hyperscaler sich plötzlich einem Erlass ausgesetzt sehen, ihre Ressourcen in Europa wegen politischer Verwerfungen von heute auf morgen abzuschalten? Sowas käme ja nicht zum ersten Mal vor. Könnten dann unsere Maschinen weiterarbeiten, unsere Verwaltung, unsere Studis studieren? Und bitte, kommt mir jetzt unten in den Kommentaren nicht mit einer Diskussion, ob diese Angst berechtigt sei oder nur verschwörungstheoretisches Gelaber. Das bewerte ich mir hier mit keinem einzigen Wort. Und das steht mir auch gar nicht zu. Ich sage nur, wir sehen diesen Effekt in den letzten Monaten mehr und mehr. Und das mitnichten bei den hauptberuflichen Aluhutträgern. IT-Abteilungen sehen sich also einer teils gravierenden Preissteigerung bei VMware und Co. ausgesetzt, erleben parallel die sich stark verändernde geopolitische Situation und werden mit noch was anderem konfrontiert. Den Ansprüchen der eigenen Nutzer. Die wollen nämlich eben nicht mehr, wie vor 20 Jahren, ein Ticket an die IT schreiben und dann 2 Wochen warten, bis zuerst das Virtualisierungsteam die VM erstellt, das Storage-Team Speicher dazu alloziert, das Netzwerkteam eine IP-Adresse rausgegeben und am Schluss die IT-Sicherheit evaluiert hat, ob der Zweck der VM auch wirklich nachvollziehbar ist. Und das alles, während der eigene Chef einem im Nacken sitzt, weil das Projekt nicht weitergeht. Die Nutzer wollen heute ihre VMs sofort haben. Sie wollen eigene Netzwerke für ihre Infrastruktur. Sie wollen mit Forschungspartnern zusammenarbeiten. Sie wollen GPU-Power nutzen können. Sie wollen automatisieren können. Kurzum, die wollen die IT des 21. Jahrhunderts. Das, was sie zugegebenermaßen bei den Cloud-Anbietern auch bekommen. Und diese 3 Entwicklungen sind unser Ausgangspunkt für die Evaluation von Proxmox und OpenStack. Bevor wir das aber machen, 3 Anmerkungen. Erstens, mir ist natürlich bewusst, dass es neben Proxmox und OpenStack noch weitere, teilweise richtig gute Lösungen aus der Open-Source-Welt gibt. Apache Cloud Stack, Ovirt, XCP-ng, OpenNebula, Ganeti, KubeVirt und das sind nur 6, die uns ad hoc eingefallen sind. Allerdings würde die Serie, wenn wir die alle vergleichen wollen würden, wahrscheinlich Spielfilmlänge annehmen. Und wir sind jetzt schon bei 3 Videos. Außerdem behaupte ich jetzt mal, frei von der Leber weg, Proxmox und OpenStack sind für die meisten von euch die relevantesten Player unter den Open-Source-Lösungen. So, jetzt dürft ihr mich in den Kommentaren haten. Oder Like und Abo dalassen, was mich natürlich weitaus mehr freuen würde. Zweitens, der Fokus dieses Videos liegt auf On-Premises-Infrastrukturen für mittlere und größere Organisationen. So als Faustregel ab einer oberen 2, eher 3-stelligen Anzahl virtueller Maschinen. Das heißt auch, es geht hier nicht um euer Homelab. Es geht nicht um die IT-Abteilung mit 2 Menschlein, die 12 VMs für 20 Mitarbeiter bereitstellt.
Denn große Infrastrukturen sind zum einen nun mal der Fokus unseres Unternehmens und damit auch naheliegenderweise dieses Kanals. Und zum anderen greife ich mal kurz vor. Für 99,9% der Kleinstinfrastrukturen dürfte der Wechsel von VMware im Vergleich zwischen OpenStack und Proxmox ausschließlich hin zu Proxmox sinnvoll sein. Denn OpenStack bringt, wie wir gleich sehen werden, viel zu viele Features und damit auch Overhead mit, die es im kleinen Umfeld gar nicht bedarf. Die dritte Anmerkung ist eher eine Antwort auf eine Frage, die wir in der letzten Zeit gerade aus dem Umfeld der, nennen wir sie mal, VMware-Flüchtlinge häufiger gestellt bekommen. Kann ich eigentlich Open Source für unternehmenskritische Workloads einsetzen? Meistens verbunden mit der Annahme, dass da ja gar kein Hersteller hinterstünde, mit dem ich einen Vertrag eingehen und der mir Service-Level-Agreements anbieten könne. Abgesehen davon, dass ihr wahrscheinlich sowieso heute schon ganz viel Open Source auch in unternehmenskritischen Workloads einsetzt, manchmal vielleicht auch ohne es zu wissen, stimmt diese Annahme so schlicht nicht. Hinter Proxmox beispielsweise steckt die Proxmox Server Solutions GmbH aus Wien. Und ihr könnt über diese oder über Partner wie etwa uns Subskriptionen inklusive Support beziehen. Ein nicht hundertprozentig identisches, aber sehr ähnliches Modell gibt es bei OpenStack, wo mittlerweile die Linux Foundation hintersteht und die wiederum Mitglieder hat, wie etwa uns. In beiden Fällen gibt es also durchaus, gegen Einwurf kleiner Münzen, Support und sogar SLAs mit definierten Reaktionszeiten. Ganz so wie bei den Closed-Source-Anbietern. Oder vielleicht sogar besser? Apropos kleine Münzen. Manchmal kommen ja Argumente wie, ihr nennt das zwar Subscription und nicht Lizenz, aber ich muss ja am Ende doch wieder Geld dafür zahlen. Also wo ist dann der Unterschied zu Closed Source wie VMware oder Hyper-V oder Nutanix? Ganz einfach. Bei Subskriptionen zahlt ihr für Support und eventuell einen einfachen Workflow für Updates. Bei Lizenzen zahlt ihr dafür, ein Programm überhaupt nutzen zu dürfen. Ein riesengroßer Unterschied. Denn wenn die Subskription für Proxmox ausläuft, bekommt ihr bei jedem Login einen kleinen Hinweis und könnt die Enterprise Repositories nicht mehr für Updates nutzen. Aber ihr könnt und dürft alle Funktionen in eurem Proxmox-Cluster weiterverwenden. Open Source ist aus Unternehmenssicht also weitaus mehr als sozialromantisches Ringelpiez und Händchenhalten. Es ist vielmehr der Garant, dass euch das, was gerade mit VMware passiert ist, so nicht nochmal passiert. Nämlich, dass ihr faktisch mit heruntergelassenen Hosen vor einem Hersteller steht und euch verzweifelt eine Alternative suchen müsst. Nun aber zu der wichtigsten Frage. Gibt es einen nennenswerten Unterschied zwischen Proxmox und OpenStack? Die Wahrheit ist, die beiden könnten kaum weiter voneinander entfernt sein. Ja, beide verwalten unter anderem virtuelle Maschinen. Ja, beide nutzen dafür in aller Regel KVM als Virtualisierungsunterbau. Ja, beide haben ein Web-Frontend. Aber da hört es dann auch schon fast auf. Proxmox ist eine klassische Virtualisierungsumgebung. OpenStack ist der Unterbau für eine Private oder auch Public Cloud. Also quasi meinen eigenen Hyperscaler im Keller. Was bedeutet das für uns? Proxmox oder korrekt Proxmox Virtual Environment, kurz PVE, hat etwas vereinfacht die klassische IT-Abteilung im Fokus, die sowohl Hardware als auch Workload, also VMs, Container, Netzwerk etc. verwaltet. Darum ist Proxmox auch ein immer noch recht schlanker Monolith und das meine ich hier sehr positiv. Denn es ist ein Monolith mit vielen Features, von denen auch mit jedem Release mehr dazukommen. Wie etwa die Fähigkeit, virtuelle Maschinen zu taggen, der Import-Agent für VMware-VMs oder neuerdings offiziell auch virtuelle GPUs. Proxmox ist darüber hinaus, wie ihr im zweiten Video sehen werdet, extrem einfach aufzusetzen und zu verwalten. Insbesondere auch als hyperkonvergentes Setup, also so, dass verteilter Storage und VMs auf den gleichen Servern liegen und somit Hardware einsparen. Ich lehne mich mal hier aus dem Fenster und behaupte, jeder Admin und jeder Adminer mit einem IQ größer Brokkoli, der oder die VMware solide bedienen kann und IT-Konzepte in ihrem Grundsatz versteht, findet sich nach maximal 1 bis 2 Tagen Schulung in einer Proxmox-Umgebung zurecht. OpenStack hingegen hat als Unterbau einer Private Cloud einen anderen, viel umfassenderen Fokus. Wobei umfassender Fokus in sich irgendwie auch nach einem Oxymoron klingt. Egal, ihr versteht, was ich meine. Ja, Skalierung, Automatisierung und damit verbunden auch Standardisierung sind definitiv wichtige Buzzwords im Cloud-Game. Noch wesentlich fundamentaler ist aber aus meiner Sicht die Mandantenfähigkeit. Wenn ein Kunde oder besser Mandant sich bei einem Cloud-Provider einloggt, soll er seine Umgebung sehen, nicht die eines anderen Mandanten. Er sieht seine Quotas, seine virtuellen Maschinen, seine eigenen Netzwerke. That's it. Und mehr noch, es darf nie passieren, dass ein Mandant einen anderen Mandanten in Mitleidenschaft ziehen kann. Egal ob absichtlich,
Hackerangriff, oder unabsichtlich, weil ein Skript in seiner Umgebung durchdreht und aus Versehen 10.000 VMs spawnt. Das kann ich als Cloud-Provider technisch nur sicherstellen, indem ich die Hardware-Ebene für meine Mandanten wegabstrahiere. Natürlich gibt es darunter weiterhin irgendwo Server, Storage und Switches, aber von dieser sogenannten Infrastrukturebene oder manchmal auch Underlay genannt, bekommt der Nutzer nichts mit. Er arbeitet in der idealerweise vollständig virtualisierten und automatisierten Workload-Ebene. Hardware gibt es in seiner Welt nicht wirklich. Alles, was er braucht, bekommt er in seiner Cloud-Umgebung als virtuelle Ressource zur Verfügung gestellt. Das gilt, soweit es irgendwie geht, auch für Funktionen, die früher regelmäßig als Appliances abgebildet wurden, wie etwa Load Balancer, Router oder Firewalls. Kleiner Exkurs, ja, man kann mit etwas Aufwand sogar Hardware-Ressourcen anbinden, etwa für Datenbanken oder auch im Bereich HPC oder AI. Da gehe ich im dritten Video nochmal kurz drauf ein. Für heute würde das zu weit führen. Das alles aber, diese gesamte Abstraktion, diese zusätzlichen Services, das alles gibt es bei einem klassischen Virtualisierer wie Proxmox nicht. Nicht, weil der dafür zu schlecht sei, sondern weil das schlicht nicht sein Scope ist. Klar, auch in Proxmox VE kann ich heute beispielsweise rudimentär Software-Defined Networking nutzen, auch wenn da ab einer gewissen Größe zugegebenermaßen sehr viel Handarbeit drin steckt. Aber was ich zum Beispiel bisher gar nicht habe, sind Quotas. Wer VMs erstellen kann, kann erstmal grundsätzlich VMs erstellen, bis die Hosts voll sind. Wenn ich eine kleine IT-Abteilung bin, bei der ich alle Nutzer kenne, ist sowas häufig kein Problem. Einfach, weil ich kurz 2 Türen weitergehen und meine Kollegin fragen kann, wofür sie heute Morgen nochmal 114 VMs mit dem Namen Nextcloud angelegt hat. Oder was sie damit im Telefonie-WLAN wollte. Sobald ich aber Mandanten darauf habe, wird das Ganze sehr schnell unkontrollierbar. Wenn ihr Hoster oder Managed Service Provider seid, dann sind die Mandanten eurer Infrastruktur eben eure Kunden. Aber Mandanten können auch intern sein. Etwa bei einem Unternehmen oder einer Universität, die Fachgebiete oder Fachabteilungen. Oder sogar einzelne Forschungsgruppen. Wir als Menzel IT stellen unsere Infrastruktur gerade beispielsweise so um, dass jeder einzelne Azubi ein Mandant ist. Die können dann nämlich im Zuge ihrer Ausbildung ihre eigenen Netzwerke mit Nextclouds, Firewalls, Kubernetes und was weiß ich was alles aufbauen. Und zwar ohne, dass ich Angst haben muss, dass ihre Projekte mir meine produktive Infrastruktur in Mitleidenschaft ziehen können. In unserer Cloud-Infrastruktur sind diese Projekte je ein eigenes virtuelles Rechenzentrum. Wechsle ich das Projekt, gehe ich aus der einen RZ-Türe raus und in die andere rein. Das hilft mir sogar dann, wenn die gleiche Person in unterschiedlichen Rollen vor der Tastatur sitzt. Zuerst bin ich der Admin für das Rechenzentrum DNZ, dann der Admin für das Rechenzentrum Personal. Aus Versehen mal eben Personaldaten in die DMZ zu hängen, weil ich statt WLAN 253 WLAN 235 eingegeben habe, wird dann nahezu ausgeschlossen. Also, alle gerne OpenStack? Nicht ganz, denn es gibt bei OpenStack auch einen Nachteil, den ich nicht unterschlagen will. Technisch ist OpenStack, wie der Name schon nahelegt, eben kein Monolith, sondern ein Stack, also ein Framework, in dem etablierte Technologien wie KVM oder OVN in Modulen zusammenarbeiten. Manche von diesen Modulen, wie etwa Keystone, sind für den Betrieb unbedingt notwendig. Viele, wie etwa Ironic oder Manila, aber auch nicht. Das führt dazu, dass OpenStack im Aufbau erheblich komplexer ist. Das sieht man schon, wenn man mal nach der Installationsroutine sucht. Respektive Routinen. Denn derer gibt es einige. Collar Ansible, Calliope als Erweiterung von Collar Ansible, OpenStack Ansible und direkt mal ein paar verschiedene Möglichkeiten, OpenStack in Kubernetes zu orchestrieren. Und natürlich händisch, wenn man auf Schmerzen steht. Will man OpenStack erstmalig ohne Hilfe aufsetzen, sollte man sich eine sehr große Kanne Tee zubereiten. Deswegen beginnt ein OpenStack-Aufbau mit uns in der Regel nach einer kleinen Konzeptionsphase mit einem POC, also Proof of Concept, auf Bestandshardware. Die ist zwar vielleicht so performant wie eine Tonne Granit auf dem Bobbycar, aber man kann ohne allzu großen Hardware-Invest Dinge anfassen und ein Gefühl dafür bekommen. Dann lernt man auch die neuen, teilweise vielleicht etwas ungewohnten Konzepte von Cloud-Infrastrukturen kennen, etwa idealerweise alles zu automatisieren. Nach dieser Phase schauen wir gemeinsam mit dem Kunden, wohin sich die Reise entwickeln kann, und erst dann wird die richtige Hardware beschafft. Manchmal sogar, wenn wir früh genug dran sind, das RZ entsprechend ausgerüstet. Dennoch, dieser initiale Mehraufwand, um interner oder externer Cloud-Provider zu werden, ist nicht kleinzureden. Und viele haben leider vor diesem Mehraufwand Bedenken und teilweise sogar etwas Angst. Denn es scheint, dass plötzlich ein riesiges neues Framework auf einen zukommt, auf dem auch noch unternehmenskritische Prozesse laufen sollen.
Und seien wir mal ehrlich, mehr Mitarbeiter wird die IT-Abteilung dadurch auch nicht bekommen. Ich erkenne diese Bedenken durchaus an, halte sie aber, zumindest ab einer gewissen Organisationsgröße, und das ist ja hier im Fokus, für zu kurz gedacht. Denn einerseits tendieren wir dazu, also als Menschen, Unbekanntes zu überhöhen, andererseits spare ich durch die Standardisierung im Long Run an anderer Stelle massiv operativen Aufwand. Ich muss nicht mehr die ganzen Hardware-Load Balancer betreuen oder für jedes einzelne Projekt in meiner Perimeter-Firewall Firewall-Freigaben machen, VMs händisch anlegen oder fortlaufend Netze in meinen Switches konfigurieren. Das ist doch auch täglicher Aufwand und zwar nicht zu knapp. Der fällt nur durch Automatisierung weg. Gleichzeitig kann ich dazu viel mehr Projektressourcen in die Selbstverwaltung geben. Denn die einzelnen VMs und Overlay-Netzwerke in einem Projekt sind aus infrastruktureller Sicht quasi irrelevant geworden. Ihr könnt sogar HPC und Machine Learning Ressourcen integrieren und gleichzeitig durch die Kontrolle des Perimeters Schatten-IT vermeiden. Der nächste Audit lässt grüßen. Und natürlich wird es immer Szenarien geben, wo die Nutzer nicht selber verwalten können oder wollen. Aber meiner Erfahrung nach hat gerade die jüngere Generation keinen Bock mehr auf Turnschuh-Administration, wenn es nicht nötig ist. Die wollen automatisieren und tun das in einem Tempo, das euch die Ohren schlackern werden. Also, was ist meine Empfehlung? Well, it depends. Die individuelle Antwort hängt eben von vielen Faktoren ab. Sucht ihr ein fast schon Drop-in-Replacement für eure alte Virtualisierungsinfrastruktur, kann euch fast nichts Besseres als Proxmox passieren. Punkt. Wenn ihr aber beispielsweise ein größeres Unternehmen mit F&E, also Forschungs- und Entwicklungsanteil seid und euren Fachabteilungen virtuelle Ressourcen zur Selbstverwaltung geben wollt, oder auch eine kleinere oder größere Uni, die ein Service-Provider für ihre Fachgebiete sein möchte, dann lohnt sich der Wechsel zu OpenStack erstaunlich häufig. Denn so könnt ihr effizient Hardware-Ressourcen verteilen und IT-Sicherheit verbessern, während eure Nutzer die vielen Vorteile des Self-Service nutzen. Ihr könnt wieder vor die Bugwelle kommen und IT proaktiv gestalten. Nebenbei, wenn ihr gerade selber mit eurem Unternehmen, eurer Uni, eurem Institut überlegt, zu Proxmox oder OpenStack zu wechseln und unsicher seid, welches die richtige Lösung für euch ist, meldet euch gerne bei uns. Wir nehmen uns, kostenfrei, eine Dreiviertelstunde Zeit, gemeinsam auf eure Situation zu schauen und hoffentlich helfen zu können, in dieser Frage weiterzukommen. Ja, und das war's auch für heute. In den nächsten beiden Videos, nächste und übernächste Woche, werden wir für die Nerds unter euch und die dies noch werden wollen, ein wenig mehr in die technischen Details gehen und Proxmox und OpenStack in 8 Kategorien miteinander vergleichen. Installation und tägliche Administration, Clustering, Nutzer- und Rechteverwaltung und GPUs im nächsten, sowie Netzwerk, Storage, Backup und Automatisierung im übernächsten. Bis dahin, macht's gut. Ciao.